Ach, du siehst schon weg. Nein! Es ist scheiße anstrengend. Tag 10. Wir laufen heute weiter nach unserem erfolgreichen Rest-Day und jetzt endlich ein bisschen abseits von der Schotterstraße. Es geht so weiter. Ja, nach Patronenshots am Morgen ging es dann endgültig rein in Tag 10 und glaubt mir Freunde, Tag 10 sollte es wirklich in sich haben. Nach einer Flussüberquerung und einem knackigen Anstieg ging es dann wieder bergab und wir lernten zum ersten Mal so richtig den Feind für den heutigen Tag kennen, die extreme Hitze. Heute knallt's nochmal ganz anders. Es ist brutal heiß, wir können leider nirgends nachschauen, wie viel Grad es hat. Ja, Aber verglichen mit Santiago, wo es jeden Tag 30 Grad hatte, deutlich heißer. ist es hier jetzt nochmal deutlich wärmer. Ja, Es ist geht schon- sogar ein leichter Wind, aber trotzdem, ich habe hier extra Schlauchstahl, Cap nass gemacht, zwischendrin mein Gesicht. Alles verkugelt hier, geisteskrank. ist wirklich brutal. Und irgendwie auf dem Sand, auf dem wir gerade gehen, irgendwie speichert der Sand nochmal die Hitze und dann kommt von unten auch nochmal so ein Hitzewall. Ja, Es ist wirklich wie in der Sauna. Aber es hilft nichts, wir finden keinen Schatten mehr, deshalb müssen wir Meter machen. Also, Buschfeuer gibt es hier wohl auch öfter. Da oben ist auch alles abgefackelt. Aufzuzählen. ja, Tag 10, viel gibt es nicht zu erzählen. Wir sind zwar echt früh losgelaufen, Vormittag war dann tatsächlich noch okay vom Wetter. Nachmittag, es hat geknallt. Also ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal so einen heißen Tag erlebt habe. Also es war geisteskrank. Dementsprechend hat das auch voll unsere Kräfte gezogen einfach. Und es gab schon auch schöne Flecken. Also es gibt im Hintergrund jetzt auch, sieht ja echt top aus. Aber man konnte es einfach nicht genießen, weil wir zu K.O. waren. Es war bodenlos heiß. Die Hitze kam von oben und von unten. Ja. Ja, in der Sauna einfach. Wie Jakob sagt in der Sauna, es war wirklich so. Sobald ein bisschen Wind kam, es wurde nicht kühler. Es war, als wenn jemand in der Sauna fächert. Leider können wir die Temperatur nicht messen, aber wir sind uns sicher, dass das hier heute 40 Grad hat. Locker, ja. Also so. Wenn wir das vergleichen mit Santiago, wo wir davor waren, wo es immer 30, 32 hatte, das war ja, gefühlt mild im Gegensatz zu dem, was wir heute erlebt haben. Hat sich wirklich wie so ein Death Valley angefühlt. Dementsprechend heute extrem kaputt. Richtig K.O. Also 20 Kilometer haben wir trotzdem vollgekriegt. Auch viele Flussüberquerungen. Dauern eigentlich nasse Schuhe wegen Mooren. Dann war es wieder sandig. Das hat alles kam heute zusammen. Wir sind voll ausgelaufen. Was den Tag ganz gut beschreibt, untertags gar keinen Wind gehabt. Am Abend kommen wir hier an, wollen unser Zelt aufbauen. Bam. Auf einmal geht's los. Für 5 Minuten, die 5 Minuten, wo wir das Zelt rausholen aus der Verpackung, Ja. Vollgaswind. Das war heute irgendwie so ein bisschen gebrauchter Tag, obwohl es eigentlich echt schöne Flecken gab, wie Ja. Erik gesagt hat. Aber Ja, wir haben schon gesagt, wir haben so viel Gutes erlebt die letzten Tage. Jetzt muss es auch mal einen Tag geben, der uns richtig so testet, Ein ob bisschen wir denn Downer auch ist. wirklich Bock haben, den GPD zu beenden. Aber ja, Etappe 2 ist irgendwie bis jetzt ein bisschen knackiger, weil es nicht so Ja. viele Highlights gibt und es aber sehr anstrengend ist irgendwie. ja, Deshalb. Aber wir schauen, wie es morgen wird. Morgen geht es zur Lagune und da wird es hoffentlich besser. ja, jetzt geht's in die Haie, erholen. Gute Nacht, Jakob. Herzlichen Dank fürs Interview. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 11. Wir begrüßen euch aus Patagonien hier in Chile.
Herzlich willkommen und mit uns die Vögel. Man hört sie im Hintergrund. Genau so. Die Sonne geht auf und wir attackieren. Hier ein Loch von einem Fuchs, hier ein Loch von einer Schlange. Bis dahin, wir gehen rein. Heute wieder 20 Kilometer auf der Uhr und tschüss. Tschüssi. So, Sonne ist gerade aufgegangen, gerade über den Hügel gekommen. Wir haben uns jetzt noch eine Kleidungsschicht erleichtert und jetzt geht es weiter. Meter machen heute wird nicht gefilmt, weil heute Prio 1 ist, dass wir es zu dieser Lagune schaffen. Und Möglichst ja, viel davon ohne Heavy Sonne, also nicht in der vollen Mittagshitze. genau, und anscheinend stehen noch 1000 Höhenmeter vor uns, wenn wir das richtig interpretiert haben. Ja, das wird knackig und leider alle am Nachmittag anscheinend. Ja, deswegen wollen wir jetzt schnell noch einen Meter machen. Wir rennen mal weiter. Adios, buen día. Ciao. Muchas gracias, señores. Buen día. Adios. Gracias, bye bye. Die ersten 13 Kilometer haben wir jetzt hinter uns gebracht. Es war relativ eben, also easy zu laufen. Jetzt stellen wir uns hier kurz bei der, ich weiß nicht, ob man es sieht, bei der Polizei vor. Dass die wissen, dass wir noch nicht verschollen gegangen sind. Und dann kommt der eklige Part. Ich glaube, jetzt ist jetzt 9:15, hast du gesagt, gell? Ja, so, ja, genau. Also wir wollen schauen, dass wir jetzt ein paar Meter machen, ein paar Höhenmeter, um dann eben diese elendige Hitze hier in dem Tal ein bisschen vermeiden zu können. Aber wird auch wieder knackig heute. Endlich gescheite Nudeln, keine verkochten. Ja, ja, ja. Schatten. Wir haben einen geilen Campspot, Freunde, mit Schatten. View ist 10 von 10 und der Navigator kann sogar schlafen. Also, Lageupdate. Wir hatten richtig leckeres Mittagessen. Es hat richtig gut geschmeckt. Dann haben wir uns noch ein bisschen in den Schatten gelegt. Und jetzt geht's weiter. Wir sollen da hoch. Mal schauen, wie wir das mit unseren Hinkelsteinen so anstellen werden. Ja, der Moment, als wir dann die Lagune erreicht haben, war schon sehr cool. Gerade nach so langen und anstrengenden Tagen ist es dann schon ein richtig, richtig cooles Gefühl, wenn man so eine geile Landschaft sieht und auch noch weiß, dass man gleich am Campspot ist. Denn Campspot bedeutet automatisch auch gleich Essen. Und auf das Essen fiebert man eigentlich den ganzen Tag hin. Aber was wir nicht wussten, ist, dass wir nicht nur mit einem geilen Panorama essen würden, sondern auch in Gesellschaft.
Okay, Freunde, Tag 11, oder? Tag 11 zu Wow. Ende. Was für ein Tag, wirklich was für ein Abschluss. Wir saßen jetzt hier, haben den Sonnenuntergang genossen. Es ist unfassbar und wir chillen hier einfach mit ein paar Kühen, die völlig relaxed von uns grasen, also neben uns grasen. Ja. Also unfassbar schöner Tag, es ist wirklich richtig geil. Ja, hat ja schon gut angefangen damit, dass wir einfach echt gut Kilometer gemacht haben. 18 bis zum Mittag und dann kamen wir echt nochmal dicke Höhenmeter. Aber war jetzt auch echt super, ging gut. Jetzt haben wir einen richtig guten Campspot gefunden. Und wie Jakob schon sagt, so ein Abschluss mit so einem Blick auf die Lagune unvorstellbar. Also Brutal. genau für so Momente machen wir das. Genauso dafür laufen wir hier hoch, ackern uns ab, um genau so ein Bild dann am Ende mitnehmen zu können. Echt super. Wir gehen schlafen. Gute Nacht, Freunde. Wieso habe ich hier keine Sache von hinten von Servus zu Tag. Mach du. Servus, Tag 12 steht heute an. Ja, wir sind ein bisschen fertig. Das Material macht auch langsam schlapp. Wir wollten hier schön Sonnenaufgang einfangen, ja. Ja, ich wollte die Drohne starten, aber irgendwie braucht findet kein GPS, braucht irgendwie eine Kalibrierung. Kalibrierung klappt nicht. Deshalb können wir jetzt leider gar nicht die volle Pracht hier von dieser Lagune zeigen. Wäre natürlich sehr geil gewesen jetzt bei Sonnenaufgang, jetzt steht die Sonne schon ein bisschen höher. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem unfassbar schön. Wir haben jetzt hier schon ein paar Kilometer abgerissen. War richtig geil, jetzt in der Früh hier lang zu gehen. Sind viel unten direkt am Wasser gelaufen. War echt schön. Genau, heute wieder 20 Kilometer ungefähr. Ja, dann noch 2 Tage und dann haben wir die, beziehungsweise 3 mit heute und dann haben wir die Etappe auch geschafft. Dann haben wir die Etappe hinter uns gebracht. Und Ja. wir freuen uns auf Etappe 3, die hoffentlich mehr Highlights von Anfang an bietet. Mit hoffentlich funktionierender Drohne. Yes. Also wir waren gerade am Film. Plötzlich geht ganz wildes Geschrei los. Dann holt ein Agierto gerade seine Ziegen zusammen. Mit seinen Hunden. Oh. Jetzt sind wir ein bisschen arg nah. Auch direkt da steht. Was machst du zurück? Jakob hier? Schlag. Ja, weil da bist du weiter. Hunde bellen uns auch an. Doch kein Kangal, aber trotzdem groß. War das, wir wollen einfach keinen Stress. Ja, sicher. Ziegen verfolgt uns nicht. Lass mal draufhalten. Du musst wissen, ob die Hunde Ich hab schauen, dich. Jakob wird uns filmen und ich werde verteidigen. Unsere Arbeitsteilung ist wieder gut. Ich werde so von hinten so und zack, zack, seine Beine schützen. Gracias. So, gerade haben wir gesehen, wie ein Arriero mit Pfiffen und Geschrei einfach seine ganze Ziegenherde zusammengetrommelt hat. Das war ziemlich spektakulär anzuschauen. Mit der Hilfe von
5 oder 6 Hütehunden. Hä? Ja, da hatten wir auch ein bisschen Bammel, dass sie gleich uns attackieren. Aber das lief zum Glück alles gut. Und wir haben auch schon gesagt, ein mega Erlebnis, das mal erleben zu dürfen. Und das Ganze halt bei so einer Kulisse. Ihr seht, es ist mega. So, wie immer täglicher Struggle, mittags einen Schattenplatz zu finden. Ich weiß nicht, ob man es gescheit sieht, die Sonne steht so scheiß hoch, dass hier nirgends ein Schatten fällt. Wir haben gehofft, dass wir dort, aber man sieht es jetzt nicht mehr, da waren ein paar größere Felsen, dass wir dort Schatten finden. Ja, war nicht der Fall. Jetzt müssen wir mal schauen, da vorne kommen ein paar kleine Sträucher. Vielleicht tun die es. Scheiße. Yes! Schatten! Kämpfen wir uns jetzt noch hoch. Wahrscheinlich letzte großer Anstieg vom GPT-7. So, kurzer Zwischenstopp. Wir müssen Batterien wechseln. GPS zeigt die Route nicht mehr an. Wir kriegen keine Route mehr her. Wir sind jetzt auf halbem Weg hier bei den letzten Höhenmetern von der Etappe 2. Jetzt mal schauen, ob wir mit neuen Batterien die Route wieder herkriegen. Weil hier ist gerade so eine Gabelung und deshalb müssen wir schauen. Mal langlaufen. Erstmal auf dem Trail bleiben. Wuhu! Letzten Höhenmeter GPT-7, also krassen Anstieg geschafft. Ist noch 2 Tage runter. Let's go, man! Let's go! So, Waschtag war vor 3 Tagen. So schaut der Lachs hier schon wieder aus. Meine Hose. Komplett full. Alles full. Erik. Auch solide. Aber es hilft nichts. Jakob probiert nochmal alles mit der Drohne. Hey! Schleich dich jetzt! Der körperliche Verfall, der setzt ein.